Ich zeige mal, was ich so mitgebracht habe in Auszügen. Ich habe also immer, wenn irgendwie ein Taktstock kaputt ging und der flog dann durch die Luft und er hat es dann immer in den Abfalleimer geschmissen im Dirigentenzimmer. Und ich habe mir gedacht, das kann man jetzt nicht da drin liegen lassen. Ich habe die dann immer rausgeholt und aufgehoben. Also insgesamt, ich habe jetzt hier 4 Stück. Diese Taktstöcke hat er immer in Japan in einem ganz bestimmten Geschäft gekauft. Da war ich nie dabei, aber es durften nur diese sein und keine anderen. Und wenn er dann mal in Wien war und seinen Taktstock vergessen hat, dann bin ich schnell in den Herkulessaal zur Dirigentenkiste, habe die Taktstockkiste geholt und per Kurier nach Wien geschickt. Haben wir alles erlebt. Also ich komme jetzt mit meiner Liste, die habe ich ja extra mitgebracht, weil wir hatten vor jeder Saison eine Saisonvorbesprechung. Und dafür musste ich, also er nannte es immer Treffung, was ich sehr treffend finde. Eine Liste wurde vorbereitet mit, wann wird das Werk aufgeführt, wer ist der Komponist, wie heißt, lautet der Titel, hat er eigenes Aufführungsmaterial, gibt es verschiedene Versionen, verschiedene Herausgaben und kann es auch sein, dass wir Archivmaterial haben oder dass es nur Leihmaterial vielleicht gibt. Und Leihmaterial wird hausintern mit LM abgekürzt. Er schaut sich also die Liste an, schaut drauf und sagt LM. Heißt das ist von Lorin Marcel, das Material. Ich schätze ihn sehr, aber ich habe mein eigenes Material. Und dann habe ich ihn aufgeklärt, nein, das ist Leihmaterial. Und solche akribische Vorbereitung, wie wir das mit ihm machen durften, diese Akribie, die hat man gelernt bei ihm. Absolut. Ja, und der Perfektionismus, dass wenn ich irgendwo ein Piano reinschreibe, nicht 2 mm weiter rechts oder weiter links, sondern genau da, wo es sein sollte. Oder ein Crescendo von da bis da, nicht einfach irgendwie. Das habe ich von ihm gelernt. Ich habe ihn dann natürlich auch sehr genau kennengelernt mit allen Vorlieben und was er nicht mochte und was man wann zu erwarten hatte. Dass man das erstmal von den Lippen abliest, dann ist es schon zu spät. Ich musste vorher wissen. Wie ich ihn kennengelernt habe, das erste Gespräch war sehr außergewöhnlich, weil ich sollte ihn anrufen in St. Petersburg. Und dann hat er mir Fragen gestellt zu einem Material. Er hat ja viele eigene Notenmaterialien gehabt, die er vorab geschickt hat oft. Und dann hat er mir dazu Fragen gestellt, wo ich mir gedacht habe, warum fragt er mich das? Das ist ja sein Material, er weiß ja, was drinnen steht. Und ich habe dann erst nachher gecheckt, dass er mich einfach testen wollte, ob ich kompetent genug bin und ob ich mit seiner Arbeitsweise zurechtkomme. Naja, das war der Anfang und am Anfang hat er ja zu keinem irgendein Vertrauen gehabt. Das muss man sich erst über die Jahre hinweg schwer erarbeiten. Aber es hat ja dann funktioniert und so ist man dann im Kreise seiner Arbeitsfamilie aufgenommen worden. Es war eine große Ehre. Also ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Aber es war auch eine große Verpflichtung. Man musste immer zur Verfügung stehen. Er hat nicht nur unsere Diensttelefonnummer gehabt, sondern auch alle privaten Nummern. Und nicht selten ging abends das Telefon oder spätabends und dann war er dran. Ach, Frau Harrer, schreiben Sie da noch ein Piano rein? Dann, ja, okay. Kein Mensch ist so akribisch in meinem bisherigen Umfeld gewesen und wollte alles bis ins letzte Detail genau wissen. Manchmal habe ich gedacht, das ist für ihn so ein Spiel. Der hat immer so lange gefragt, bis man irgendwas nicht gewusst hat. Warum? Warum? Man hat sich oft gedacht, jetzt eigentlich haben wir alles recherchiert, was könnte er fragen, aber er hat es immer geschafft, dass man... Eine Frage da pro muss ich Woche. jetzt nachschauen. Und das war schon so eine Gaudi von ihm, dass er so lang fragt, und dann hat er so gegrinst, ah ja, schauen Sie nach. Ja. Er hat überhaupt einen sehr feinen Humor gehabt.